Hi, ich bin Bennett und wenn mich 10 Jahre Softwareentwicklung irgendetwas gelehrt haben, dann You can't start with the technology and try to figure out where you're going to try to sell it. You've got to start with the customer experience and work backwards to the technology. Und das Kundenerlebnis, ja, beim Motorrad das Fahrerlebnis, wird meistens nicht wirklich sinnvoll bewertet. Es wird immer von der Maschine ausgegangen und dann in ewigen Monologen oder animierten Excel-Tabellen irgendeine Bewertung über die Technik, Motor, Fahrwerk etc. abgegeben. Daraus werde ich jetzt zumindest nicht wirklich schlau, nur weil Redakteur XY meint, die Bremse ist zu schwach oder der Sound ein bisschen zu langweilig. Die Frage ist doch, habe ich mit der Maschine, da wo ich fahre, Spaß? Und was könnte das wenn dann trüben? Ich bin jetzt über 50.000 Kilometer mit der Maschine gefahren und mein Nutzererlebnis hat 4 Teile. Jedes Bike ist erstmal perfekt. Das heißt, wir starten immer bei 5 von 5 und es gibt nur Abzug, wenn irgendwas mies ist. Landstraße, 5 von 5. Auf einer Landstraße will ich genug Power haben, um auch mal an einem LKW oder einer langen Autoschlange vorbeizufahren. Und ich will richtig geil Kurvenkraft. Mit 1000 Kubik hat die Maschine mehr als genug Power für alles, was man auf der Landstraße überholen will. Bei Kurven war ich eher immer so mittelmäßig begeistert. Aber das liegt nur an der absoluten miesen Serienbereifung. Ich habe jetzt Dinger von Heidenau drauf. Damit macht jede Kurve super viel Spaß. Für die Landstraße gibt es vielleicht sogar noch bessere Reifen, aber diese Dinger von Heidenau, K60 Scout 50/50 Reifen ist super. Macht in Kurven auch megamäßig viel Spaß, obwohl das Ding ja als 50/50 Reifen Offroad, Onroad vermarktet wird. Das ist total geil. Autobahn, 4 von 5. Kaum Vibration und die Reichweite reicht völlig aus. Abzug gibt es für Wind und Komfort. Wind ist hier so ein Problem, der knallt da vorne gegen das Motorrad, rauscht an der Gabelbrücke hoch und kommt dann quasi hier am Lenker raus, trifft dich von unten am Helm ab 110 und gerade bei Verwirbelung super nervig. Kann man aber total easy lösen, wenn man sich hier so einen Plastik-Windabweiser kauft. Die gibt es bei Amazon, wenn man sie normal nutzen kann. Ich habe mir selber einen gebaut, weil das mit dem Tankrucksack nicht hinhaut. Mehr braucht man nicht. Außerdem ist die Originalsitzbank auf Dauer echt eine Nummer zu hart. Das kann man allerdings auch relativ günstig lösen, wenn man sich so ein Umschnallkissen dazu kauft, falls einem das nicht zu peinlich ist. Oder man guckt ein bisschen bei eBay Kleinanzeigen, weil irgendwer verkauft schon mal einfach so eine schöne Touratech Sitzbank. Und mit der habe ich schon über 1000 Kilometer auf einer Autobahn an einem Tag abgerissen. Das ist überhaupt gar kein Thema. Alles andere ist bei der Maschine für eine Autobahnanreise total top. Und wenn du das hier auch top findest, dann lass mir doch einfach ein Abo da. Das wird wirklich sehr helfen. Offroad, 3 von 5. Ich bin kein Hardcore-Endurist, aber alles, was ich bisher vom Trans-Euro Trail damit gefahren bin, hat megamäßig viel Spaß gemacht. Das 21er Vorderrad bügelt das meiste einfach weg und wenn man noch was einstellen will, dann kann man das auch alles tun. Abzug gibt es hier für Größe und Gewicht. Wenn man das Ding mal hinlegt, dann wünscht man sich spätestens beim 3. Mal irgendeine Maschine, die einfach 50 Kilo leichter ist. Schrauben und Service? 5 von 5. Nicht, weil es jetzt besonders einfach ist, hier alles dran selber zu machen, sondern weil es geht und weil das Motorrad jetzt 9 Jahre alt ist und über 60.000 Kilometer gelaufen ist und ich außer den Serviceintervallen hier bisher nichts dran machen musste. Und ich bin ein paar Mal mit dem Ding schon echt gut hingeflogen. Es ist nichts dran kaputt gegangen und das meiste kann man selber machen. Für mich Top-Maschine. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, aber was ist denn mit der Ausstattung und der Bordelektronik und der ganzen Software und kann mir das Ding auch die Eier kraulen, wenn ich an der Ampel stehe, dann ist das schön und gut und Bonus, aber mir persönlich völlig Schnurzpiepe. Und wenn ich den Schlüssel umdrehe, dann will ich losfahren. Und das Fahren muss in allen Bereichen Bock bringen, nicht irgendeine Einstellung in der Software. Würde ich dieses Bike jemals verkaufen? Ganz klares Nein. Aber wenn mir jetzt jemand eine Chance gibt, mal ein halbes Jahr eine Maschine zu fahren, die wirklich deutlich weniger wiegt und genauso geil ist, würde ich auch auf jeden Fall nicht Nein sagen. Und wenn ihr jetzt noch verhindern wollt, dass ich jemals in der Software nochmal einen Workshop im agilen Arbeiten geben muss, dann lasst mir doch einfach ein Abo da. Das würde sehr helfen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. We're dancing in the bright light.